Das ist natürlich so bestmöglich wie in einem Tennisdoppel, dass man einfach klar ist, okay, was sind deine Stärken, was sind meine Stärken, wie können wir diese Stärken bestmöglich gemeinsam ins Feld führen, um erfolgreich zu sein. Ich bin Lars Kreinlang, ich bin Experte für Contemporary Branding und Co-Gründer und Strategiechef der Agentur Karl Anders in Hamburg, Wien und Paris. Okay, du darfst gerne mit deiner linken Hand jetzt mal in diese Box reingreifen und etwas rausholen. Okay. Und dann gerne vorlesen, was draufsteht. Wie haben Ihnen Frankreich und Österreich geholfen, Grenzen zu überschreiten, und was steht als nächstes an? Wo fange ich denn da an? Ja, also wir sind mit unserer Agentur haben wir die Grenzen Deutschlands auf jeden Fall schon vor vielen, vielen Jahren verlassen und haben international gearbeitet und haben 2019 ein Büro in Frankreich eröffnet, in Paris, und in diesem Jahr eins in Wien, in Österreich. Weitere Expansion ist aktuell grundsätzlich nicht geplant. Wir haben an Nordsee, Ostsee und am Schalsee noch weitere Hideaways sozusagen, an denen wir unsere Energie, unsere Batterien aufladen und Energie tanken. Ja, und insgesamt ist das natürlich total spannend, Einfluss aus anderen Ländern und anderen Märkten zu bekommen. In Österreich ist es relativ ähnlich wie in Deutschland. Das bringt schon die sprachliche Nähe mit sich. Frankreich funktioniert grundsätzlich ein bisschen anders. Der Markt tickt anders, in unserem Business auch. Die Sprache ist natürlich grundsätzlich auch anders und ist aber wahnsinnig inspirierend für uns letztlich, in anderen Märkten zu agieren und mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Welche Auswirkungen hat dabei das lokale Verständnis auf sowas wie zum Beispiel Angebote oder Preise, würdest du sagen? Die Preisgestaltung ist in Österreich relativ ähnlich wie in Deutschland. Da tun sich nicht große Unterschiede auf. In Frankreich gibt es unterschiedliche Definitionen für Leistung. Das muss man erstmal verstehen. Wenn in Frankreich von Artdirektion gesprochen wird, dann geht es oftmals um das Kuratieren von Bildern und weniger um Kommunikationsdesign, was wir in Deutschland und auch in Österreich unter Artdirektion vielfach verstehen. Also jemand, der sozusagen die künstlerische Leitung für ein Designprojekt übernimmt, das hat dann in Frankreich immer mit Thema Bild zu tun, in unserem Markt nicht. Im Hinblick auf Prozesse und Erwartungen, wo siehst du da die kulturellen Unterschiede? Also grundsätzlich muss man sich natürlich in unserem Business ja immer orientieren an dem, was das Gegenüber möchte. Und da muss man in Frankreich ein bisschen genauer hinhören, weil es eben unterschiedliche Definitionen von Leistung gibt, die wir erbringen oder die jemand haben möchte. Das heißt, das ist für uns sowieso Daily Business, dass wir ganz genau hinhören, herausfinden, was unsere Kundinnen brauchen, den Scope of Work definieren, um daraufhin ein entsprechend gutes Angebot erstellen zu können. Und so, dass dann im Idealfall ja beide Parteien ganz genau wissen, was zu tun ist. Du hast in der Vorbereitung auch das Wort Satellitenstudios verwendet. Möchtest du das vielleicht näher definieren, was damit genau gemeint ist in dem Kontext? Ja, wir sind natürlich eine Boutique, inhabergeführte Agentur mit knapp 25 Personen. Das heißt, wir haben natürlich keine Holdingstruktur oder sind kein Network und gehen in einen Markt und eröffnen direkt eine Gesellschaft und gründen Büros etc., sondern wir haben so kleine Satellitenstudios. Das ist sehr getrieben von den Menschen, mit denen wir arbeiten, sowohl in Paris als auch in Wien. Ist eine kreative Person vor Ort für den Standort verantwortlich, mit der wir schon viele Jahre zusammengearbeitet haben. Das zeichnet uns so ein bisschen aus. Also die Opportunity, in einen Markt zu gehen, wird oftmals getrieben von einer Person, die in dem Fall von Paris wie Marcel, der sich dazu entschieden hat, dass Paris sein Lebensmittelpunkt werden soll. Und wir sind dann eben mitgegangen und konnten dann da auch in relativ kurzer Zeit Erfolge feiern, haben einen ganz tollen Kunden gewonnen, den Fußballverein Red Star FC.
der sehr gut zu unserem Portfolio passt, weil wir in Hamburg auch für den FC St. Pauli arbeiten und diese Vereine sich grundsätzlich sehr nahe sind in ihrer politischen Haltung und ihrer Ausrichtung als Vereine, die Mehrwert stiften, die einen bestimmten Wertekanon vertreten, sich selbst auch eher als Wertegemeinschaft denn als Fußballverein verstehen. Und in Österreich mit dem Matthias ist das ähnlich. Der hat jahrelang für uns oder mit uns in Hamburg gearbeitet, auf vielen großen Projekten gearbeitet und nachdem er Vater geworden ist, hat er entschieden, er geht zurück in seine Heimat nach Wien und wir haben gesagt, wir kommen mit und dann haben wir gemeinsam einen großen Kunden gewonnen, das Volkstheater in Wien und nehmen das sozusagen die Person, den Startkunden zum Anlass, um dann ein Büro dort zu eröffnen. Aha. Wenn man auf allen Positionen spielen will, muss man dann auch sein eigenes Team aufbauen. Ja, das ist eine tolle Frage auf jeden Fall, weil das natürlich mein Werdegang betrifft und ich habe in verschiedenen führenden europäischen Agenturen gearbeitet. Ich war bei The Brand Union, bei Jung von Matt, bei Fischer Appelt und habe in allen diesen Unternehmen meine Position gesucht. Also formal war ich im Account Management dort tätig, aber mein Horizont, meine Interessen, meine Neugier war deutlich größer als dieser Bereich Account Management in einer klassischen Agentur definiert ist. Ich habe ursprünglich mal Journalie gemacht, habe auch getextet und habe unterschiedliche Sachen gemacht und habe in diesen Agenturen als Account Manager ein relativ kleines Spektrum gehabt, in dem ich mich bewegen durfte, laut System. Und ich bin von Haus aus auf jeden Fall jemand, der Systeme challengen möchte und versucht auch die Grenzen dieser Systeme, sagen wir mal, zu erweitern, mitunter auch zu sprengen, wenn es das erfordert. Und mich hat ein bisschen gestört, dass ich an dem Entstehungsprozess von Ideen nicht so richtig teilhaben konnte. Und das ist halt die klassische Aufgabe eines Account Managers und deswegen hat mich mein Weg dann zwangsläufig irgendwann zu der Gründung einer eigenen Agentur geführt, weil ich einfach, um jetzt bei diesem Fußballbild zu bleiben, ich möchte einfach gerne auf mehreren Positionen spielen und ein bisschen flexibleres System leben, in dem nicht nur ich persönlich Möglichkeiten habe, auf unterschiedlichen Positionen zu agieren, sondern unser Team eben auch. Wir sind ein sehr interdisziplinäres Studio und wir haben ein sehr agiles Mindset und ein sehr spielfreudiges Spielsystem, was sich immer dem unterordnet, wofür wir stehen, nämlich das Kreieren von herausragenden Ideen, von Design, Kampagnen und Branding. Du hast im Hinblick auf dieses konservative Agenturmodell auch Hierarchien angesprochen. Grundsätzlich ist es bei uns, bei Karl Anders so, dass wir versuchen, relativ hierarchiefrei zu arbeiten. Es gibt am Ende 2 Geschäftsführerinnen, meine Partnerin Claudia und mich, die ein bisschen mehr entscheiden können, müssen, dürfen, wollen als alle anderen. Aber unser System ist sehr darauf ausgelegt, dass es sich eben dieser schöpferischen Tätigkeit auf der Suche nach der bestmöglichen Idee unterordnet und dass wir einfach Talent vor Titel setzen wollen oder nicht nur setzen wollen, sondern wir tun das. Uns ist nicht ganz so wichtig, wer die Idee hat, sondern dass die Idee gut ist. Du hast im Zusammenhang damit auch davon gesprochen, dass du etwas erschaffen willst, das Hand und Fuß hat. Beziehungsweise noch weiter? Ja, für mich kommen immer die Magie, die entsteht, wenn Herz, Hand und Kopf zusammenkommen. Das ist eigentlich immer das ganz Besondere. Und das ist das, was wir versuchen bei uns zu kreieren, dass wir ein System schaffen oder ein System geschaffen haben bei uns, in dem es möglich ist, allen Menschen, die dort arbeiten, die größtmögliche Freiheit zu geben, sich zu verwirklichen, zu wachsen und sich an diesem, mit Herz, Hand und Hirn, sage ich mal, arbeiten zu können.
Wie lässt sich die Förderung von Menschen mit dem Wachsen von Pflanzen vergleichen? Oder wir sprechen bei Karl Anders von einem sozialen Gewächshaus. Unser Organismus, unsere Firma, unsere Kultur entspricht in vielen Perspektiven dem, was man unter einem Gewächshaus verstehen kann. Wir sagen eben soziales Gewächshaus. Wir wollen die klimatischen Bedingungen schaffen, dass Menschen bestmöglich wachsen können, dass sie sich entfalten können, dass wir die Bedingungen schaffen für alle, dass sie sich wohlfühlen, dass das Leben auch außerhalb der Agentur Platz hat, innerhalb dieses Gewächshauses, dass man Rücksicht nehmen kann auf persönliche Befindlichkeiten und letztlich wir einfach diesen Rahmen so zur Verfügung stellen können, dass Wachstum möglich ist, sowohl für die Individuen als auch für das Unternehmen. Du hast darüber gesprochen, was braucht ein Mensch, um sich sicher zu fühlen? Wie würdest du das mit dieser Thematik verbinden? Ja, ich glaube fest daran, dass es darum geht, sich um die Menschen zu kümmern, dass man ein aufrichtiges Interesse haben muss an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass man herausfinden muss, was die Menschen brauchen, um sich sicher und frei zu fühlen. Wir haben bei uns ein System geschaffen, was sich zwischen Verantwortung und Freiheit bewegt. Alle, die mit uns arbeiten, sind sehr autark in der Gestaltung ihres Arbeitsalltags. Das bringt zum einen das interdisziplinäre Arbeiten mit sich. Man entscheidet also, wann man wie sich welche Aufgabe stellt. Und auf der anderen Seite, das, was ich eben schon gesagt habe, auch das Leben, was außerhalb der Agentur stattfindet, braucht natürlich Platz, auch im Arbeitsalltag. Das ist uns allen bewusst. Wir sind ja nicht nur Designer, Texter oder Strategen. Wir sind Brüder, Kinder, Väter, Mütter, Schwestern und all das muss Platz haben in so einem Organismus, der von uns ja als soziales Gewächshaus bezeichnet wird. Und ich glaube, diese Orientierung und diese Nähe zu den Menschen ist total wichtig. Die ist bei uns auf jeden Fall stark ausgeprägt und wir haben ein fürsorgliches Interesse an den Menschen, die mit uns arbeiten. Und das ist denen in diesem System, ja, dass wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen können. Wie seid ihr umgegangen mit Erfahrungen, die ihr davor in anderen großen Unternehmen gemacht habt? Wir haben versucht, und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen, das, was wir mitnehmen konnten, was wir gut fanden, weiterzuentwickeln und auf unsere Bedürfnisse anzupassen und so zu bauen, dass es zu uns passt. Und das, was auch dazu geführt hat, ja, dass wir diese Unternehmen verlassen haben, in denen wir gearbeitet haben, was eben nicht so, aus unserer Sicht nicht so zugänglich war für uns und für unsere Persönlichkeit und aus unserer Sicht eben auch für unser Spielsystem und für unsere, auch für unsere Philosophie von Contemporary Branding einfach nicht passte, das haben wir hinter uns gelassen. Also insbesondere Strukturen, das Gefüge von Macht, was in größeren Unternehmen, insbesondere auch auf Agenturebene stark ausgeprägt ist. Das ist ein sehr hierarchisches System. Das ist wie so eine Pyramide im Grunde genommen oder so ein Tannenbaumsystem, kann man sich das vorstellen. Das hat halt für uns nie funktioniert. Wir wollen eigentlich Top-Bottom und Bottom-Top machen und innerhalb dieser Boundaries sollen sich alle frei bewegen können. Oh, wow. I love that. Ist das Finden des richtigen Gleichgewichts sowohl beim Tennis als auch in der Finanzwelt entscheidend? Ja, ich bin Tennis-Fan, Tennisspieler, Tenniscoach, war lange Zeit auch Tennis-Podcaster. Insofern Tennis spielt in meinem Leben eine große Rolle und ich habe für mich auf jeden Fall aus meiner Tätigkeit als Coach beim Tennis auch viel mitgenommen, was ich im Job gut einsetzen kann. Ich habe auf jeden Fall beim Tennis-Coaching gelernt, Menschen zu beobachten, Menschen zuzuhören, herauszufinden,
was wirklich gewollt wird. Das eine ist ja, dass man auch, wenn wir jetzt irgendwie über Finanzen sprechen oder über unsere Kunden sprechen, der Vorgang ist ja in aller Regel, dass wir ein Briefing bekommen, in dem ein Scope of Work definiert ist und wir dann daraufhin ein Angebot erstellen und dazwischen müssen wir herausfinden, ob das wirklich das, was in dem Briefing drinsteht, ob das wirklich das ist, was der Kunde braucht, um seine Herausforderung zu meistern. Und da helfen mir diese Fähigkeiten, die ich mir beim Tennis erlangt habe, extrem weiter, muss man sagen. Und insbesondere die Erfahrung, die ich beim Coaching gemacht habe. Also magst du vielleicht kurz darauf eingehen, was musst du bei einem Tennismatch genau machen, wenn du dein Gegenüber zum Beispiel lesen möchtest? Ja, in einem Tennismatch wiederum beobachte ich natürlich meinen Gegner ganz genau, um herauszufinden, wo es für mich Potenziale gibt, anzugreifen. Wenn wir über Wettkampfsport sprechen, dann geht es natürlich ums Gewinnen. Und ich versuche herauszufinden, wo mein Gegner Schwächen hat, wo ich attackieren kann, wo ich mit meinem Spielsystem in der Lage bin, Punkte zu gewinnen. Wenn man das jetzt auf Kunden überträgt, dann hinkt dieses Bild natürlich ein wenig, denn mit Kunden stehen wir natürlich in keiner Wettkampfsituation. Wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, dann geht es ja insbesondere darum, dass wir uns gemeinsam auf ein Zielbild committen und gemeinsam den Rahmen dafür festsetzen, wie wir dieses Ziel erreichen. Wenn man das jetzt mit Tennis vergleicht, dann ist also die Zusammenarbeit mit Kunden eher wie so ein Doppel. Und ein gutes Doppel im Tennis bewegt sich ja sehr parallel miteinander, sehr organisch. Also in dem Moment, jetzt wird's sehr tennisnerdig, in dem Moment, wo die Person am Netz einen Schritt in die Mitte macht, geht die Person, die an der Grundlinie ist, eben auch diesen Schritt in die Mitte. Es ist so ein bisschen, als ob ein unsichtbares Band diese beiden Doppelspielerinnen irgendwie miteinander verbindet und die immer den gleichen Abstand zueinander halten und sich gleichermaßen eben bewegen. Das ist das, was ein erfolgreiches Doppel auszeichnet, dass man nicht zwei Einzel spielt, sondern eben ein Doppel spielt. Und das charakterisiert die Art und Weise, wie wir mit Kunden umgehen, ganz gut, dass wir versuchen, als Doppel braucht man eben auch Vertrauen, man braucht irgendwie einen klaren Korridor, in dem man sich bewegt. Das Spielsystem muss klar sein, das Ziel muss klar sein. Und wenn man all das definiert hat, dann kann man eben gemeinsam die gemeinsamen Stärken gut zusammenbringen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ist das Zusammenspiel zwischen Kunden und Agentur vergleichbar mit einem Tennismatch? Wie wir vielleicht alle noch vor Augen haben, wurde vor ein paar Wochen auf jeden Fall über 5,5 Stunden in Paris bei den French Open Tennis gespielt. Und es war das längste Grand Slam-Finale aller Zeiten zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Wir hoffen als Agentur natürlich auch immer sehr, dass unsere Kundenbeziehungen die längsten aller Zeiten werden und versuchen, dementsprechend die Rahmenbedingungen gemeinsam herzustellen, damit daraus eine erfolgreiche, fruchtbare, leidenschaftliche Agentur-Kundenbeziehung wird, die tolle Ergebnisse hervorbringt. Tennis-Match ist vielleicht ein bisschen fehlgeleitet an der Stelle. Ich würde sagen, für mich ist es so, dass weil Match ist ja immer Wettkampf und gegeneinander agieren und wir agieren natürlich nicht gegen unsere Kunden, sondern mit unseren Kunden und deswegen ist dieses Abstimmen einer gemeinsamen Strategie, also wie man das beim Tennis-Doppel macht, dass man sich nach jedem Ballwechsel oder vor jedem Ballwechsel, wie auch immer man das sehen möchte, dass man sich abstimmt über die Strategie, wie man in den nächsten Punkt hereingeht. Und dazu braucht es viel Transparenz, dazu braucht es vor allen Dingen auch eine klare Einschätzung über das eigene Leistungsvermögen, aber auch das Leistungsvermögen seines Partners. Also was kann ich eigentlich erwarten von einem Kunden außerhalb von den finanziellen Rahmenbedingungen eines Projekts, sondern was kann ich auch inhaltlich erwarten? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen in der Zusammenarbeit? Deswegen passt auch dieses Bild vom Tennis-Doppel so gut. Wir arbeiten sehr ko-kreativ mit unseren Kunden zusammen. Und entwickeln gemeinsam Ideen. Wir bewegen uns gemeinsam in dem Ökosystem, in dem bestmögliche Ideen entstehen. Wir arbeiten
ja, sehr agil. Das ist natürlich so bestmöglich wie in einem Tennisdoppel, dass man einfach klar ist, okay, was sind deine Stärken, was sind meine Stärken, wie können wir diese Stärken bestmöglich gemeinsam ins Feld führen, um erfolgreich zu sein. Du hast auch erzählt, dass es sehr oft passiert, dass ihr mit jüngeren Unternehmen auch zusammenarbeitet, wo quasi finanzielle Schwierigkeiten nicht intern bei euch entstehen, sondern auch extern in der Zusammenarbeit eben mit verschiedenen Kunden. Magst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen? Ja, absolut. Das Risiko besteht natürlich immer. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, ganz klar. Und also wir produzieren Produkte, individuelle Produkte, nicht für die Stange. Und das Risiko eines fehlenden finanziellen Ausgleichs für unsere Tätigkeiten, das existiert natürlich insbesondere auch bei jüngeren Unternehmen, wenn man mit Start-ups zusammenarbeitet, die dann vielleicht nicht die nächste Finanzierungsrunde erreichen und dann nicht in der Lage sind, die vereinbarten Honorare zu bezahlen oder sich im Laufe eines Projektes die finanziellen Rahmenbedingungen ändern, dann ist das etwas, vor dem wir als System versuchen, uns zu schützen. Das ist wichtig, irgendwie, dass wir das frühzeitig antizipieren, wo das stattfinden kann, dass wir Frühwarnsysteme installieren, um das zu vermeiden, dass wir da ins Risiko geraten, insbesondere vielleicht auch mitunter bei sehr großen Projekten. Wenn wir mit sehr großen Projekten oder mit sehr großen Kunden arbeiten auf sehr großen Projekten, dann kann das schon mal sein, dass von unseren 25, 30 Personen die Hälfte vielleicht über mehrere Monate für einen Kunden arbeitet. Nicht exklusiv, aber schon mit einem Großteil ihrer Zeit, also sagen wir mal vielleicht 70-80%. Und das bringt natürlich ein gewisses Risiko mit sich, weil das den Organismus in ein gewisses Ungleichgewicht bringt. Wenn dann insbesondere vielleicht auch mit größeren Unternehmen Zahlungsziele sehr langfristig sind, dann geht es für uns natürlich um die Organisation von Cashflow. Das spielt eine ganz große Rolle bei uns, weil wir manchmal erst 3, 4, 5 Monate nachdem wir angefangen haben zu arbeiten, das erste Mal unser Honorar sehen, also Rechnungen beglichen werden etc. Das ist ein wichtiger Teil unseres finanziellen Ökosystems, dass wir das Thema Cashflow-Management einfach im Griff haben, dass wir Systeme haben, wo wir frühzeitig erkennen, wo wir was machen müssen, wo man dann auch in den Dialog einsteigt mit unseren Kundinnen, um denen auch unsere Situation klarzumachen, dass die auch verstehen, okay, ihr arbeitet jetzt mit der Hälfte der Leute exklusiv, mehr oder weniger, für uns. Das heißt, wir müssen vielleicht auch einen Schritt in eure Richtung tun und vielleicht unsere Zahlungsziele für diesen besonderen Fall, für diesen besonderen Case, für dieses besondere Projekt eben entsprechend anpassen. Ist es der richtige Weg zum Erfolg, das Geld nicht an erste Stelle zu setzen? Für mich ja, oder für uns bei Karl Anders auf jeden Fall. Geld verdienen ist ein Ergebnis von erfolgreicher Arbeit. Das sollte nie das Ziel sein, weil es den Prozess behindert. Es steht dem Prozess einfach nicht wirklich gut zur Verfügung, wenn das Geldverdienen an erster Stelle steht. Geldverdienen muss immer am Ende ein Ergebnis sein. Bei einem erfolgreichen Projekt ist das auch so in aller Regel, wobei man den Erfolg eines Projektes aus unserer Sicht nicht immer auch am schnöden Mammon irgendwie am Geld festmachen kann, sondern ein Projekt ist für uns aus vielerlei Perspektive erfolgreich oder lukrativ, wenn es etwas Großes bewirkt, wenn wir Menschen helfen können, wenn wir Aufgaben lösen können mit dem, was wir tun, wenn Contemporary Branding dafür hilft, Marken zukunftsfähig zu machen, Unternehmen zu transformieren, Branchen zu transformieren, dann ist das für uns mindestens genauso wichtig wie das Geld verdienen. Manchmal gibt es Projekte und Cases, die wir machen, originär erstmal kein Geld verdienen, die sich aber später irgendwann auszahlen, auch in einem monetären Sinne, weil sie ein Folgeprojekt nach sich ziehen, weil es von uns aus ein Investment ist, vielleicht in eine Branche, in der wir noch nie gearbeitet haben zum Beispiel,
dass wir sagen, okay, wir sind Newcomer in einem bestimmten Feld, sagen wir mal Food oder FMCG ist jetzt etwas, was wir noch nicht so häufig gemacht haben. Da sind wir gerade in einer Zusammenarbeit mit einem Kunden, in die wir auf jeden Fall investieren, auch weil wir uns davon versprechen, dass daraus Folgeaufträge entstehen, und dementsprechend steht jetzt in diesem Moment das Geldverdienen nicht an erster Stelle. Das kommt irgendwann später, wenn wir uns diese Branche ein bisschen mehr erschlossen haben und weitere Cases haben. Und das heißt, für uns sind Projekte auch immer Investmentmöglichkeiten. Als Agentur hat man nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten zu investieren. Wir können in Infrastruktur investieren, wir können in Menschen investieren und wir können in Projekte und Ideen investieren. Und all das führt im Idealfall dazu, dass irgendwann aus diesen Investments dann auch wieder Erträge entstehen. Welche Rolle spielen Werte bei Entscheidungen, die ihr trefft? Grundsätzlich sind Claudia und ich in der Geschäftsführung, also Claudia ist meine kongeniale Partnerin, genauso wie ich auch eine Grenzgängerin und auch eine Grenzsprengerin, wenn es sein muss. Die hat die gleiche Philosophie auch von der Art und Weise, wie Ideen entstehen, wie der Organismus eines Unternehmens sein muss. Und wir teilen die gleichen Werte, deswegen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren erfolgreich zusammen. Das ist das, was uns zusammengebracht hat. Und wir entscheiden eben auf Basis unseres Wertesystems. Also auch wir definieren uns als Wertegemeinschaft. Wir haben einen klaren Kompass, was diese Werte angeht, und der leitet uns auch in schwierigen Zeiten immer zu den richtigen Entscheidungen. Und insbesondere, wenn es um solche Themen wie Investments geht, um die finanziellen Rahmenbedingungen der Agentur, um die Idee davon, wie man weiter wachsen möchte, wohin man wachsen möchte, mit wem man wachsen möchte. Ist zeitgemäß zu sein der Schlüssel zum nächsten Jetzt? Das ist eine tolle Frage. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das muss man vielleicht so ein bisschen definieren. Das, was wir tun, wir nennen das Contemporary Branding. Das ist für uns eine Philosophie, die sich zwischen Mindset und Skillset bewegt. Das ist auch eine eigenständige Positionierung, die wir uns über die Jahre erarbeitet haben. Zeitgemäß zu sein, das ist das, was uns, was meine Partnerin Claudia und mich auch zusammengeführt hat in der Entstehung dieser Agentur, weil wir dieses Skillset und Mindset teilen miteinander und fest an diese Philosophie des Contemporary Branding glauben. Und vielleicht muss man das noch mal ein bisschen genauer definieren, was das eigentlich bedeutet. Zeitgemäß zu sein bedeutet eben nicht, jedem Trend hinterherzulaufen oder trendy sein zu wollen, sondern das nächste Jetzt, das Next Now, das bedeutet für uns eben, Marken so aufzustellen, dass die zukunftsfähig sind, dass wir sie heute so aufstellen, dass sie morgen gut funktionieren. Also Marken zukunftstauglich machen und die Zukünfte markentauglich machen. Das ist das, was für uns das Next Now ausmacht. Und das Contemporary Branding ist sozusagen unser Prinzip, wie wir das machen für Marken. Und wir vereinen in diesem Prinzip die Perspektiven von 3 unterschiedlichen Arten von Kreativunternehmen. Wir denken wie eine Markenberatung, wir gestalten wie ein Designstudio und wir schaffen Impact wie eine Werbeagentur. Und diese 3 Perspektiven, die vereinen wir bei uns, bei Karl Anders, unter dem Dach von Contemporary Branding. Wie muss dabei die Einstellung gegenüber Veränderung sein, sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite?
Wir fragen das Thema Veränderungsbereitschaft zu Beginn eines jeden Projekts immer ab bei unseren Kunden. Und die Veränderungsbereitschaft, also ohne sich verändern zu wollen, macht auch eine Zusammenarbeit mit uns keinen Sinn. Wir sind schon ein Partner für Transformationsprozesse. Wir wollen Unternehmen, wir wollen Branchen, wir wollen wirklich was bewegen, wir wollen wirklich Impact kreieren, wir wollen Markenwert erhöhen und Marken eben so aufstellen, dass sie für die zukünftigen Herausforderungen bestmöglich aufgestellt sind. Was ist das? Stopp! Warum ist es wichtig, weiterzumachen, auch wenn einem ein Stoppschild im Weg steht? Ja, ich persönlich, also Stoppschilder im Straßenverkehr bitte beachten, liebe Kinder. Wenn die Ampel rot ist, ist sie rot. Aber wenn es um die Entwicklung von kreativen Ideen geht, dann darf man ruhig auch mal ein bisschen die Grenzen verschieben. Also auch eins unserer Leitmotive ist Push the Boundaries. Wir wollen auf jeden Fall Grenzen verschieben, wenn wir das Gefühl haben, dass die Grenzen der Ideenentwicklung im Weg stehen. Für mich ganz persönlich war das der Grund eigentlich, der mich zur Gründung meiner Agentur geführt hat oder unsere Agentur. Ich habe die ja mit Claudia Fisch-Appel zusammen gegründet, 2011 in Hamburg, weil ich einfach in den vorherigen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ganz oft an Stoppschilder geraten bin. Mir wurde eben gesagt, du bist nicht Teil des kreativen Prozesses, du kannst keine Ideen zu irgendeiner Sache beisteuern, das ist dein Spielfeld, das ist das Spielfeld von anderen, da hast du irgendwie nichts zu suchen. Und ich glaube, dass es gibt ja so viele schöne Sätze, die einem von bestimmten Mentoren mit auf den Weg gegeben werden. Einer der Lieblingssätze, die mein erster Chef mir mal gesagt hat, war "Don't ask for permission, ask for forgiveness". Und daran habe ich mich bis heute immer gerne erinnert und an vielen Stellen auch gehalten, weil ich glaube, man muss einfach auch mal machen, auch wenn man diesen Auftrag fürs Machen noch gar nicht so hat. Aber auch mal einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt weiter zu denken, sich selber zu challengen, auch eine Aufgabe zu challengen, um zu einer besseren Lösung zu kommen, das ist wahnsinnig wichtig im kreativen Prozess, dass man ausbricht aus dem das Korsett löst oder was auch immer. Und wie gesagt, für uns waren die Korsette in den Unternehmen, in denen wir, bevor wir Karl Anders gegründet haben, gearbeitet haben, die waren auf jeden Fall zu eng geschnürt, weshalb wir entschieden haben, dass Karl Anders ein Ökosystem ist und ein Organismus ist, der möglichst frei ist von Stoppschildern, der einfach ein Möglichkeitsraum ist, in dem sich alle mit Freiheit und Verantwortung gut entfalten können und wachsen können. Und wenn es dort Grenzen gibt, Stoppschilder gibt, dann wird gemeinsam darüber gesprochen, ob und wie wir diese Grenzen ausdehnen können, ob wir sie irgendwie sprengen können. Da gibt es irgendwie unterschiedliche Methoden und Techniken, wie wir das rausfinden. Natürlich dann auch immer in der Vermittlung mit den Kunden, mit denen wir arbeiten. Auch da sind Stoppschilder ja manchmal auch eine Gefahr vielleicht. Deswegen sind sie ja auch rot und sollen von der Gefahr schützen. Aber manchmal ist das Stoppschild selbst auch die Gefahr, weil es den Korridor zu eng macht und man aber irgendwie das Gefühl hat, dass man den Raum erweitern muss. Selbst wenn man am Ende wieder in diesem Korridor landet, um eine Idee ins Ziel zu bringen, ist es, glaube ich, für den Prozess extrem wichtig, dass man ab und zu mal ausbrechen darf.